Mahlzeit, mein Name ist Balfmo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Reaction. Wir schauen uns heute Alip Ba Ta an. Das ist, wenn ich das soweit richtig verstanden habe, ein Künstler, der auf eine sehr besondere Art und Weise die Akustikgitarre spielt. Eigentlich hatte ich mir damals, als ich den Kanal so gestartet habe, vor etwas mehr als einem Jahr, überlegt, welche Richtlinien ich habe und habe mich eigentlich dagegen entschieden, Einzelkünstler zu reacten, die nur ein Instrument spielen. Das heißt, egal ob Gitarre, Bass, Schlagzeug etc. Das wollte ich eigentlich außen vor lassen. Ihr habt euch jetzt aber den guten Künstler so häufig gewünscht, da bin ich jetzt selber neugierig drauf und habe jetzt meine Grenzen ein bisschen erweitert. Das heißt, hin und wieder werden jetzt vielleicht auch dann Künstler kommen, die einzelne Instrumente spielen. Wenn ihr euch das wünscht, aber bitte ordentlich Geduld mitbringen, denn mein Fokus ist einfach auf den Bands. Und dadurch, dass ich den Wechsel habe zwischen großen Bands, mittleren Bands und auch eben die Newcomer unterstütze, ist meine Liste schon relativ lang. Deswegen habt ihr dann ein wenig Geduld, aber ihr habt es geschafft, dass ich meine Grenzen ein wenig erweitere. So, genug der Vorworte. Jetzt würde ich sagen, wir schauen uns ihn mal an. Ich bin sehr gespannt und ja, Originalvideo kennt ihr ja, ist wie immer unten bei mir verlinkt. Damit kommt ihr zum Künstler und könnt dort alle Informationen abgreifen, dem Künstler ein Like, Subscription etc. dalassen. Und bevor ich jetzt nochmal Blödsinn rede, schauen wir uns ihn an. Euch und mir wie immer viel Spaß. Also zum einen erstmal sehr, sehr coole Melodie und zum anderen, der junge Mann, der Künstler, spielt nicht mit 2 Händen Gitarre, er spielt mit 10 Fingern Gitarre. Jetzt weiß ich, was die Beschreibung Fingerstyle dazu bedeutet. Sehr, sehr cool. Also ich würde mit meinen Fingern da gar nicht klarkommen. Er hält auch mit der linken Hand nicht nur die Akkorde, sondern er spielt aktiv, also zupft an den Saiten. Ist, glaube ich, nicht ganz normal.
Ja, Hintergrundbild stimmt. Also, schon mega. Also die Melodie, das ist auch so eine, ich glaube, die ist so schön, die könnte man so eine Endlosschleife laufen lassen und irgendwie so einen halben Tag hören. Einfach sehr cool, hat einen guten Flow. Ähm, Gefällt mir richtig gut. Und natürlich die Umsetzung. Ich glaube, hätte ich den Song irgendwo so im Hintergrund gehört, ich hätte eher gedacht, dass tatsächlich zwei Leute den spielen. Ich hätte jetzt nicht gedacht vom ersten Mal, dass die Melodie von einem einzelnen Instrument stammt. Sehr, sehr cool. Wie gesagt, ich selber bin kein Gitarrespieler oder Musiker. Ich habe vor 20, 30 Jahren vielleicht mal so ein bisschen Keyboard gespielt, ne? Aber das war so zu Schulzeiten. Dementsprechend nenne ich mich tatsächlich nicht Musiker. Deswegen kann ich jetzt tatsächlich nichts zu der Fingerfertigkeit sagen. Ich selber finde sie halt äußerst beeindruckend, wie er halt spielt, auch wechselt und plötzlich mit der rechten Hand nach vorne umgreift. Das sieht man halt schon mal auch bei anderen Künstlern, nicht allzu häufig. Und wie gesagt, zwischendurch habe ich auch das Gefühl gehabt, dass er mit links nicht nur die Akkorde hält, sondern auch tatsächlich mit zupft so ein wenig. Ja, cool. Also sehr, sehr cooler Künstler. Ich denke mal, ich werde mir privat auch noch ein paar Videos angucken. Allerdings werde ich jetzt halt nicht noch, bitte habt Verständnis dafür, noch 6, 7, 8 weitere Videos von diesem einen Künstler in der Stilart gucken. Ich muss ein bisschen ich mache das ja immer noch alles so ein bisschen als Hobbyprojekte. Ne? Ich gehe hauptsächlich noch arbeiten. Das heißt, ich kriege im Moment es nicht mehr, also nicht hin, mehr als ein Video pro Tag zu machen. Und dementsprechend muss ich meine Zeit halt aufteilen. Deswegen habt Verständnis dafür, wenn ich jetzt nicht direkt in den nächsten paar Tagen noch einen Song von ihm reacten werde. Ja, wie gesagt, ich würde es gerne, aber irgendwo ist meine Zeit begrenzt und es tut mir auch leid, nicht alle eure Wünsche immer direkt erfüllen zu können. Ja. Ja, so. Cut, Ende. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und ihr habt Spaß an meinem Kanal und habt auch Bock, neue Bands zu entdecken. Ob Mexiko, Finnland, Neuseeland, Indonesien, Indien, Deutschland, was auch immer. Schaut euch gerne um, denn wie gesagt, ich reacte ja große Bands, kleine Bands. Demnächst vielleicht auch so weiter, so Einzelkünstler. Mal gucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Und ja, ich bin raus. Bis dahin, euer Walfemore. Ciao.